Hallo Leute, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Hier ist euer Fireball-Ruffy und wir sind immer noch in dem schönen Dorf Magie, wo wir ja zuletzt hingeschickt worden sind. Nachdem wir ja in der letzten Folge im westlichen Teil von Kendrick alle Quests erledigt haben, die beiden Dungeon gemacht haben. Wir waren hier in Keatosai drin, wo wir die Tochter des Händlers hier von Tam gerettet haben. Wir waren in der Glücksmine drin, wo wir den Banditen besiegt haben, die Quest, die wir damals hier bekommen haben. Und wir haben ja in Derfels Haus waren wir, der hat uns eine Quest gegeben, wo wir Wein holen sollten, beziehungsweise die Quest geht ja noch weiter. Ja, der spricht ja davon, dass wir 8 Taten durchführen sollen. Also es ist hier Derfels Laboratorium, also Derfels Labors. Und der spricht ja von 8. Und das nächste sollen wir diesen Brief überbringen. Und da habe ich ja auch gesehen, dass die Quest für unsere Gruppierung, für die Skolia Arcana, ist genau im selben Gebäude drin. Nämlich auch hier im Gasthof. Deswegen, ja, gehen wir einfach mal direkt da rein. Führen wir beide Quests weiter und dann schauen wir uns die anderen beiden Häuser hier auch noch an. Und dann gucken wir mal. So. Also direkt hinein in den Raben. Oh, was haben wir da? Da gibt es sogar eine neue Quest. Gibt es hier auch noch? Okay. Matidex ist also der Gastwirt. Schauen wir uns einmal an, was in den Schränken so ist. Wahrscheinlich nur Bauernkram. Ja. Also nichts Spannendes. Hail, Wanderer. Aufschließt die Truhe von Klauen. So, reden wir erstmal mit den Matex Days. Den sollen wir den Brief geben für Derfel. What'll it be? Ich habe diesen Brief für euch. Is that so? Let's take a look. That bastard! He murders my dear sister Jera in cold blood, then waits 30 years and thinks a note will make everything right. You tell Durfel that if I ever see him again, I'm going to gut him. Oh, nett. So, okay, wieder zurückkehren. Oh, das ist aber eine schnelle Aufgabe gewesen. You'd better run along now and don't forget to tell Durfel that I'll be looking for him. Okay, Lorcan Aruvel, ja, das ist die Adeptin, die wir hier suchen sollen. Für die Skolia Arcana. Mann, für die Skolia Arcana Quest. I remember Mistress Fell stayed with us not too long ago, asking questions about the disappearances. Departed in a hurry, paid up, but left her possessions behind in a chest upstairs. Ah, interessant. Let me know if you discover what happened to her. I hope she's all right. Mel Aglear'd be nothing but a cinder too, if we weren't a quick march from Lord Candrian's keep. I suppose his lordship could live with letting his people die, but not if he could hear them screaming while it happened. Been running the inn here in Melaglear all my life. My father was proprietor before me, and his father before him. Used to be we could count on travelers passing through here every week, but now we're lucky to have any visitors at all. We have the finest accommodations in Erethel. Ja, ich brauche Would you like? Very well. We will always have room if you change your mind. Also, gut, dann reden wir mal mit dem Gnome hier. Der hat nämlich noch eine Quest für uns. Editems. You're not from around here, are you? I am Eli Thames, and I could use your help with a delicate task. Heikle Aufgabe. Erzähl mir mehr. Lord Candrian wears a large ceremonial signet ring. He removes it only to sleep. I need you to go to Candrian Keep and steal it. Okay. Ever since Indre Candrian became Lord, the Candrian Guard have not left the area around his keep. The Tuatha are raiding the Candrian coast entirely unchecked, and this gravely worries the citizens of Rathir. We wish to inspire Lord Candrian to leave his keep and drive the Tuatha back into the sea, and the ring is the first step. Aha, also der Lord Candrian hier, der kümmert sich anscheinend nicht um seine Leute. Der verschanzt sich lieber in der Feste und darum wollen die ihm was machen. Deswegen sollen wir den Ring von dem klauen. Ich glaube, ich mache das mal. Excellent. I'm told that Lord Candrian keeps it in his bedroom in Candrian Keep. Obtain the ring and return to me for another task. Lord Candrian keeps the ring in his bedroom in Candrian Keep.
Durant runs the general store here in Melaglir. He's a bit off, but he's said to have a singular knowledge of the arcane. Why, I am but a humble agent of change, endeavoring to be in the right place at the right time. Okay. Kandrian was once the safest region in all of Erethel. No one dared to challenge the Kandrian Guard. Now, with the Tuatha raiding up and down the coast, the Guard do nothing but protect Lord Kandrian as he cowers in his keep. Also er sagt, früher war Kandrian eine der sichersten Gebiete hier, aber jetzt verschanzen die sich einfach nur noch und beschützen den Lord und sonst nichts. Super. The keep is in the southeast corner of Kandrian. Supposed to be impenetrable when it's sealed, but I've heard rumors that one could sneak inside through a cavern below it. Ich komm wahrscheinlich auch so rein. Inre Kandrian became lord just before the Crystal War began. When the Tuatha invaded, he retreated to his keep and refused to come out. Left all Kandrian to die just to save himself and his precious family name. I'd heard it was a quiet town, but now I hear whispers of people mysteriously disappearing during the night. I haven't left the inn since I arrived. Ah, hier verschwinden also auch noch Leute, das auch noch. Rathir is the great city of the Dokalfar, up the coast a ways. It's old and beautiful, but don't hold a candle to Odessa if you ask me. Brauchst mir nicht erzählen, ich kenne beide Städte. Gut, die Quest werden wir dann später machen. Oder dann wieder mal gucken. Was haben wir hier? Ein Bürger. Soli Golgoti. So let me guess. Bored and looking for something interesting, right? Ah, das ist die hiesige Heilerin. Schön. What do I know of war? I've got my own struggles to overcome. I wish the Alpha victory, but it's not as if I will see any gain from their triumphs. Ha! Melaglir. There are Tuatha about. The local lord cowers in his keep and seeds of unrest everywhere. Take me with you when you leave, will you? I'm a healer. Been stuck here for what seems like an eternity. I've been mending bones and curing sicknesses in exchange for farmers' foodstuffs. Top. Dann eine Wache. Hier sind auch noch Bürger und das ist dann Patrick Morkan. Oh, hier ist noch einer. Hallo. Ich wollte eigentlich mit den hier erstmal zuerst reden. Welcome to Melaglir, last bastion of hope in all of Kandrian. I grew up in the far north, son of a Losalfar trader. I couldn't have been happier. My mother spoiled me rotten. My parents were very loving and wonderful people. It is hard for me to understand why fate would take them from me so suddenly. Okay, du hast deine Eltern verloren. I have not seen much of it, as I have only recently arrived in the region. I spent my childhood in the north with my father's people, the Losalfar. Growing up, my mother did not speak of her family here in Kandrian. The few times she mentioned them, I got the feeling that she did not care for them. I am beginning to understand why. I tried to talk to my uncle about the Tuatha menace, but he immediately cut me off and banished me from the keep. I do not think a ruler should be so obstinate. Also der Neffe von Lord Kandrian, gut zu wissen. My new home, as it were. My uncle banished me from the keep, so here I am. In truth, I do not mind. The villagers are far kinder and more pleasant to be around. Der Lord Kandrian scheint ja nicht besonders nett zu sein. They are a curse upon this world. All they bring is destruction and death. I cannot understand how my uncle can allow them to ravage this land unopposed. Okay, haben wir jetzt allen Leben. Jetzt reden wir noch mit Patrick Morkan. Das ist dann für die Quest von der Skolia Arcana. On a darkling wind she rose, gripped within impassioned throes, and I, her chosen witness proud, did fall beneath her endless shroud. Something about you reminded me of a verse.
Of course, the poet was discussing death. I am Patrick Morcan. How may I be of assistance? Ich rede jetzt mal alles andere. Between the Tuatha invading in the east and the bandits marauding in the west, it seems that death is making a home of Kandrian. 211 years I've called this place my home. It was once a peaceful town, but lately peace seems to be in short supply. You wish to know of me? I once owned a shop where I sold trinkets to passers-by. Then my wife was taken. Now I spend my days in the Raven, watching people, waiting to die. That is why you are here, no? Death has come to Melaglia, and you are but a step behind her. Pardon me. Grief tends to push me toward theatrics. You see, my wife was among the first of our villagers to disappear. But we are a private people, and we prefer to keep our dead exactly where they lie, good and buried. I will speak no more of it. Aha. Habt ihr Lorcan Aruvel gesehen? Ah, her. A particularly belligerent woman, if I recall. I believe she left our village recently for parts unknown. Master Dace made quite the fuss. Apparently, she left her possessions in a footlocker in her room. I suppose she left in a hurry. Me? How would I possibly know? Don't be a stranger. Good day. Alles klar, dann muss ich mir wohl doch mal ihre Habseligkeiten angucken. Das hatte mir der Wirt ja im Grunde auch schon verraten. Hier ist mein Bürger. Die Kiste. Plündern. Oh, da ist ein Tagebuch. Da sollten wir mal reinschauen. Halt. Inventar, Gegenstände. Bestimmt hier unten, oder? Da, leckeres Tagebuch. Anstatt gibt es nicht nur Tuatha Leute töten, irgendwie jemand anderes tötet hier auch Leute. Ah, ein Keller, okay. Okay, der Patrick Morcan findet sie verdächtigt. Okay. Aber... wir sollen, glaube ich, woanders hin. Alte Karte. Ja. Da sollen wir in den, ja gut, Tulan erkunden. Perfekt. Gut, gehen wir erstmal raus und schauen uns nochmal die anderen beiden Häuser an. Gut, da haben wir einmal hier links war noch ein Eingang. Aufschließen, Haus der Reeds. Gehen wir doch mal direkt rein. Oh. Was ist das denn hier für ein Saustall? Aber anscheinend nichts für die Spannendes hier. Ich hab das einfach nur mal mitgenommen. Zack. So, ich wollte euch noch was zeigen, weil wir gerade hier sind. In der letzten Folge, oder in einer der letzten Folgen hatten wir doch den Rat hier, die Quest abgeschlossen, wo wir diese Pilgerreise hatten mit dem Wasser sammeln und dann mit dem Typen da verunglimpfen, der unten in der unteren Stollen war, und am Ende mussten wir eine Spende abgeben. Der Orison hieß ja diese Pilgerreise. Und wir haben sogar einen dauerhaften Effekt dafür bekommen, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Also dass ich minus 5 Mana-Kosten habe dadurch, also gut, für mich lohnt es nicht so sehr, weil ich nicht so viel Mana benutze, aber allgemein ist halt sehr nett, dass man das bekommen hat. Nur, das habe ich gar nicht so mitbekommen, deswegen ist es ja aufgefallen, deswegen dachte ich, zeige ich euch mal kurz. So, jetzt gehen wir raus und gucken noch in das andere Haus. So, der Eingang hier.
Das ist nämlich sogar Lorcans Haus. Das ist schwer am Aufschließen, aber das ist ja kein Problem. Das reicht noch nicht ganz. Da passt's. Und rein. In dem Tagebuch stand irgendwas von dem Keller. Wollen wir uns mal angucken. Gehen wir hier runter. Oh. Aha, das kann ich nicht öffnen. Schade. Aber immerhin ist hier auch ein Gem-Schleifaltar. Und was haben wir hier oben? Das war wann? Oh, dann ist Diebstahl, ernsthaft? Naja gut, aufschließen mache ich trotzdem. Gucken, was drin ist. Wow. Über das Leben und den Tod. Untersuchen wir mal. Oh, initialen PM? Das könnte doch Patrick Morgan sein. Lesen wir mal. Oh, die Memoiren von Patrick Morgan. Oh, eine halbe Liebesgeschichte erstmal. Da steht Nekromantie. Okay. Also seine Frau ist gestorben. Er war tierisch in sie verknallt. Also eine richtig schöne Liebesgeschichte im Grunde. Aber er konnte damit nicht leben. Und er hat sich der Nekromantie zugewandt. Hatte die wiederbelebt. Oh je. Zombies sind nie gut. Mal schauen, was da passiert. So. Haben wir hier alles erforscht. Da die Quest ausgewählt ist, die laute Braut, machen wir das jetzt einfach. Da müssen wir eh noch zu dafür zurückkehren und den Ring stehen. Das können wir auch. Dann gehen wir jetzt einfach mal in Tulan rein und schauen mal, was passiert. Oh. Gut, dann gehen wir jetzt auch mal rein. Oh, hier sind Bärenballen. Ganz schön viele Bärenballen. Alles klar, da sind Kobold. Hab schon einen gesehen.
Fall erledigt. Einmal auf die Karte gucken. Moment. Okay. Hier ist mal wieder Kobolde. Okay, Kobolde tot. Sonst ist hier wieder nur jede Menge Hühner im Käfig. Da wird mir eine Falle angezeigt. Ha. Früher wäre ich da direkt reingelaufen. So wie den. Aber ich hab sie entschärft fertig reingedreht. So kann man es auch machen. Na komm, steht es so schön. Autsch. Kobold erledigt. Gehen wir weiter rein in die dunkle Höhle. Also, wie gesagt, ich habe so eine Theorie, was da jetzt gleich passiert, wenn im Buch über Nekromantie steht und er sich nicht lossagen kann, habe ich so ein bisschen Ahnung. Oder könnte ich mir vorstellen, was er gesagt hat. Vor allem, weil er ja Magier ist. Mann! Wieder so eine imaginäre Wand, die mein Kombo aufhält. Was ist denn das für ein Blödsinn? Der fliegt weiter, aber ich kann ihn nicht schlagen. Halt, das war unnötig. So. Es ist halt einfach ärgerlich. Ich meine, du wirst aufgehalten, während der einfach weiterfliegt. So. Hier gibt es 2 Enden. Wir gehen mal erstmal hier lang. Kiste. Ach Mann. Ich bin nur noch 30 Meter weg. Warum könnt ihr nicht erstmal in Ruhe die blöde Schatzkiste öffnen lassen? Wenn ihr sterben wollt, ist das ganz aber Schatzkiste. Meine. Ich glaube, das ist die Abkürzung, dass man Gift nehmen. Alle? Nein, das war die richtige. Sehr gut.
ich eigentlich? Ups, das war kritisch. Na egal. So, haben wir jetzt die Höhle, glaube ich, jetzt, wenn jetzt keine Kobolde mehr kommen, jetzt über Vergurte kommen. Weil das sind ja im Grunde, oh, Vergurte sind ja im Grunde wiederbelebte. Na gut, die habe ich dann mal ausgelöst, die Fallen. Nicht so schlimm. Oh, da ist sogar die junge Dame. Schauen wir doch mal. Oh, hier sind Leichen. Hier sind jede Menge Leichen. Oh. Und Blut. Uiuiui. Noch mehr Leichen. Holy. You! What is Engar doing sending a neophyte to rescue me? Doesn't he understand what's going on here? There is a necromancer in Mel Aglia. Ein Necromancer. Ja, ich weiß auch schon, wer es ist. Ethan Engar is one of the most knowledgeable and respected spellcasters in the Order. He may seem distracted or absent-minded at times, but trust me, we're lucky to have him on our side. I'll tell you my whole life story just as soon as you deal with the Morkans and save this village. Let this be a lesson to you, neophyte. It's always the quiet towns on the fringe of society with the real freaks, hiding out in plain sight. I'll tell you everything you want to know about it, just as soon as you stop the Morkans. The Morkans. Not an unusual thing in these times, especially with the Tuatha raiding the coastline. But Kandrian's always been secure. When the Order heard of what was happening, we had to investigate. Something unnatural was at play. Okay, wer ist der Nekromant? Look around you. Patrick Morkan's wife may have died from natural causes, but nothing natural brought her back. I know because I've been watching her walking corpse feast on prisoners for over a week. She and her husband are nearby. If you strike quickly, you can catch them by surprise and end this horror. Wow, du hast dir jetzt wochenlang zugesehen, wie die Leichen gefressen oder Gefangene. Nett. Yes, I'm not certain which is more torturous. Having to watch Patrick Morkan feed villagers to his dead wife. Or the way he caresses her cheek as he wipes the blood from her chin. Oof. Oh. Überlass das As mir. threatening as his dead wife may seem, kill the sorcerer first. Once the master is destroyed, the magic that animates her corpse will dissipate. She's just an automaton, after all. We both know there isn't a magic that can bring the dead back to life. I'll see to getting out of this cell. With you distracting them, I should be able to escape. I'll see you at the Raven when this is done. Oh, by all means, take your time killing the psychotic necromancer who almost fed me to his dead wife. Just wait here. Sehr gut. Ich kann das Ding nicht aufmachen, das Tor. Nö, natürlich nicht. Warum auch? Könnte mir ja wahrscheinlich behilflich sein, aber na gut. Sie flieht, während ich mit den beiden jetzt kämpfen muss wahrscheinlich. Hier ist eine Alchemietisch. Okay. Schönes Bouquet. Da sind die beiden. Gehen wir mal. This isn't what it looks like. Oh, fine. I'll admit it. I tried to bring her back from the grave. Is it really so hard to understand? Have you never been in love? I'll say one thing. Your timing is impeccable. I think she's hungry, and you'll make quite the feast. Don't be a stranger. Alles klar. Ich soll das nächste Futter sein, Mensch. Ernsthaft jetzt? Hast du vergessen?
you monster! Ich bin das Monster? Komm hier ein bisschen, oder? Hat sogar ein Set halt dabei. Holy shit. Okay, hier haben sie also ihr Ehebett gehabt. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, haben wir den Nekromanten erledigt. Aber da hier gerade ein Alchemietisch ist, denke ich mir, ich mach mal kurz Phasengang, weil wir ja noch was klauen wollen. Also, wenn ich da gleich hingehe, mal schauen. Nur, dass ich schon mal vorbereitet bin. Das können wir nicht auch machen. Oh, kann die sich jetzt bewegen? Na egal. Die wird ja dann hier oben sein, wahrscheinlich. So, gehen wir mal raus. Ja, jetzt kommen wir hier auch runter, ne? Ja, sie ist ja aufgeschlossen, jetzt kann ich hier auch reingehen. Obwohl es natürlich ein bisschen witzlos ist, dass man es noch aufschließen muss, während man von unten durchgegangen ist, aber ist ja auch egal. Jetzt sind wir hier. Kann ich denn jetzt die Schatzkiste räumen, ohne dass es Diebstahl ist? Ich meine, ist ja jetzt tot. Nö, sind wir noch plündern. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Hier kann man euch alle mitnehmen. So, gehen wir mal in den Rahmen. Ja, ist er jetzt im Rahmen? Gut. Schnell rüber. Da ist sie ja. After all this, I'm grateful to be alive. And uneaten. It was lucky that you showed up when you did. I must say, I'm impressed, neophyte. Few of your rank would be able to handle a necromancer of Morkan's power. I will remain behind, attend to the village. You should report to Savant Engar as quickly as you can. Alles klar. I've got my work cut out for me repairing the damage that Patrick Morkan did to this village. But I'm glad to be here at least. It's the main base of the Scholia Arcana in the Feylands. Sometimes I miss city life, but I feel like I have a duty to this town. We explore the magic of this world, for it is a powerful force that can be abused, as we've seen. Goodbye then. Gut, dann haben wir die Scholia Arcana Quest jetzt doch mal gemacht. Ist ja auch in Ordnung, weil das passt ja ganz gut, dann das Dorf mit ein bisschen Sicherheit. You'd better run along now and don't forget to tell Durfel that I'll be... Okay, er sagt mir dasselbe. Gut, haben wir den Nekromanten besiegt. Na gut. Die Quest mit dem Ring ist ja hier. Wie spät haben wir es denn? 15:43. Wir gehen mal in die Festung und gucken mal, ob wir den Ring schon stehen können, obwohl ich das bezweifle, dass das jetzt geht. Aber wir gucken einfach mal. Welcome to Candrian Keep. Please. Also wir können wahrscheinlich so direkt rein, aber hätte was von dem... Oh, hübsch. Das ist wahrscheinlich alles Diebstahl, was man hier machen kann, ne? Ja. Wir gucken einfach mal alles, was hier so ist.
Ist halt, ja. Gut. Weil hier ist nämlich, hier geht's in den Keller, beziehungsweise ins Gewölbe. Da können wir nachher mal reingehen. Schauen wir mal, wo der Lord ist. Aber, ja, mal gucken. Ganz schön großes Anwesen. Hier ist also die Schatzkammer. Ach Mann. Sieht hier ja keiner, nehme ich mit. Ich habe natürlich die falsche Seite genommen. Wie immer. 50-50 Chance und ich wähle immer die falsche Seite. Na gut, dann gucken wir mal, wo der Lord ist. Vielleicht können wir mit dem reden. Vielleicht kriegen wir den Ring auch so, aber ich bezweifle es. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall. Rumschleichen muss ich halt auch nicht. Ich kann hier einfach so rumlaufen. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Das ist auch eine Kiste, aber es ist alles Diebstahl, ne? Ja. Das brauchen wir nicht tun. Hier ist auch so ein Hof. Genau wie in der Helmgard-Feste, wo man irgendwie nicht hinkommt. Das finde ich echt ein bisschen verwirrend. You're not here about the blasted Tuatha, are you? Nö. My sister's dim-wit son. She betrayed the family and married one of those contemptible Loselfar traders. She went north, and we heard nothing of her for years until a messenger turned up on my doorstep with that son of hers. Apparently, they both died of the plague and left this burden of theirs on me. After the Tuatha invasion, overnight it seemed, most of Kandrian lay in ruins. Rather than lose all, we fortified Kandrian Keep. Melaglir survives too in our shade, because it is close enough to defend without sacrificing our security. In every incursion upon Erethel by foolish upstart tyrants, Kandrian Keep has never fallen. Even if all of Kandrian and Melaglir succumb, my family's keep will stand fast. Super. It is not for nothing this land and this keep bear my family's name. We've protected this region for generations, a fact those peasants in Melaglir occasionally take for granted. I forgive them this. It was not an easy choice to make, and it is a heavy one to bear. Ist nicht wirklich sympathisch, der Kerl. It is close enough to our keep that my guard can defend both without too much risk. That is why I can safely leave a garrison there. Without our protection, they would have been razed years ago, and this keep would be all that's left of old Kandrian. What's the point in fighting them? You kill one and it gets right back up. No, it is better if we stay here and keep them from getting what we have. Why don't you see yourself out? Na, er ist nicht sehr sympathisch.
Aber die Frage, hier wird der Ring angezeigt. Kann ich den einfach so nehmen? Okay. Das war ja mal ein einfacher Diebstahl. Okay, dann bin ich mal wieder weg. Aber wir können ja mal durch die durch das Gewölbe zurückgehen. Mal schauen, was da noch so Schönes ist. Sind ja neugierig. Aber wie gesagt, der Lord, der ist wirklich ein bisschen unsympathisch. Er beschützt Metal nur, weil es nah genug dran ist, dass die Leute wieder zurückkommen können. Nicht, weil er sie unbedingt beschützen möchte. Das ist halt so ein bisschen... Weiß ich nicht. Für einen Lord eines ganzen Landes sollte er schon ein bisschen mehr sich um seine Untertanen kümmern. Aha, Kobolde. Überraschung. Da sind noch mehr Kobolde, wie ich sehe. Einen kriege ich noch. Ja, das sieht man nicht. Wow, ich roll extra weg und wir trotzdem machen. Also unter dem Anwesen gibt es Kobolde. Das hat er nicht, das bemerkt er nicht. Gut, dann bringen wir jetzt mal den Ring zurück zu Eli. Und dann schauen wir mal, wie die Quest weitergeht. Also ich schätze mal, dass es irgendwie darauf hinauslaufen wird, dass wir den hier absetzen müssen. Oder absetzen wollen. Weil der kümmert sich ja nicht wirklich um seine Leute. Und ich kann es absolut verstehen. Wow, direkt noch ein Teil gewonnen. Und dann zum Ausgang. So, sind wir hier. Dann die Bären will ich jetzt nicht unbedingt nochmal töten, deswegen machen wir Schnellreise. So, müssen wir wieder in den Rahmen rein. Weil da ist Eli ja auch. So, hallo Eli. Was müssen wir mit dem Ring tun? Ah, good, you got the ring. With this, we're one step closer to forcing Lord Candrian out of his keep and unshackling the Candrian Guard to challenge the Tuatha. He is Lord Indre Candrian's nephew, the son of Indre's sister, and a Losalfar trader. Thankfully, he spent his childhood in the north with his father's people. It was only recently that his parents passed away, and he was sent here to come age under the influence of Lord Candrian. Okay, was ist der nächste Schritt? We need to modify the ring before we return it to Lord Candrian. There is an altar in Western Candrian that is perfect for our needs. Take the ring there and place it on the altar. There may be some resistance to your efforts. Just ensure nothing disturbs the ring until it's finished. Return to me when you're done. We must modify Lord Take the Ring to Western Candrian. You may have to defend the ring until it's finished. There could be some resistance. Ich glaube, ich weiß, welche Stelle gemeint ist. Da waren wir doch, glaube ich, letztes Mal schon.
Ah, ich habe die Quest nicht ausgewählt. Aber ja, es ist tatsächlich genau das, was ich gemeint habe. Da waren wir schon. Und hier ist auch noch... Ah, perfekt, das ist das mit dem Buch. Der nächste Punkt. Dann machen wir das, glaube ich, zusammen. Also wir gehen erstmal hier hin. So. Da beide Punkte direkt hier nebeneinander sind. Dann machen wir erstmal die Quest mit dem Buch. Das fesselnde Buch hier. Und dann den Ring. Wir gehen da einfach mal hin. Mal sehen, was passiert. Auf alle Fälle. Irgendwas greift mich an. Oh! Ich habe meinen Bogen noch nicht ausgewählt. Das ist ein Hinterhalt! Was ist denn hier los? Das ist auch noch. Weg! Ah, ich bin eingefroren. Ich hab mich definitiv wegbewegt. Der konnte null Chance mich treffen. Aber wie gesagt, das ist halt einfach vollkommen irrelevant. Guck mal hier, mein Schwert ist 3 Meter lang und ich treffe ihn nicht. Und der springt, obwohl ich mich bewege und ich werde trotzdem getroffen. Na egal. Oh, das war ein Hinterhalt von diesem blöden Buch. Unfassbar. Also übrigens ist der Ton weggegangen. Das heißt, was steht denn in der Quest? Ich soll das Buch nochmal lesen. Warum soll ich das Buch nochmal lesen? Du hast mir den Hinterhalt gelockt, du blödes Buch. Blödes Buch. Lektion Grundsatz der Beobachtung, ja. Ist ja gut. Das war also die letzte Prüfung. Einfach hier den Hinterhalt legen. Unfassbar. Das Buch kann ich dann also auch zurückgeben. Perfekt. Das ist die nächste Quest, die ich in der School Arcana abgeben kann. Dann machen wir jetzt das mit dem Ring. Ja, wie gesagt, hier waren wir ja schon mal. Habe ich ja gesagt, das mit diesem Altar. Kommt irgendwie interessant. Interessant vor. Dann legen wir mal den Ring da drauf. Kommen bestimmt noch mehr, oder? Wow. Tatsächlich nur die 4. Okay. Und jetzt soll ich wieder zu Eli zurück. Perfekt. Der Hinterhalt vom Buch war schwieriger. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen jetzt direkt noch zu der Erfels Haus. Also dann können wir auch die eine Quest, also die eine fortführende Quest abgeben. Gut. Gehen wir direkt mal rein. Mal sehen, welche Aufgabe er als nächstes er für uns vorbereitet hat. Der Erfel. Komisch, immer wenn ich komme, liegt er sich ins Bett. I trust everything went well delivering the letter. Regardless, you have completed the second labor. For your next labor, I need you to retrieve a sword, Hellbane, of the body of a great Varani blade master known as Three Swords. Okay, erzählt mir von Hellbane. News has recently come to me of the fall of a great Varani blade master known as Three Swords. He bested me, and instead of taking my life, he took my sword, Hellbane.
I want you to find where 3 swords died and retrieve the weapon. Alles klar. He was called 3 Swords for the 3 weapons he favored. He was one of the only mortals I've ever known to master the challenging art of wielding the twin fey blades. I'm sure the Tuatha paid a mighty butcher's bill for it. Oh, Lorcan Aruvel in Gegner, auch Amalur. Alles klar. Travel to the Tuwili coast, search near the shore, and follow the Tuatha bodies. 3 swords will not have fallen easily. Alles klar. Until later then. Dann sollen wir also ein Schwert suchen. Gucken wir mal auf der Map. Ja, also auch hier dann wieder. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Hat sich ja gelohnt. Haben Kindria, also Melaglia, gut was geschafft. Auch wenn es die Skolia Arcana Quest war und halt den Nekromanten, den wir da besiegt haben, ist es glaube ich trotzdem gut für das Gebiet. Jetzt versuchen wir uns noch den Lord irgendwas mit dir zu machen, was wir mit dem Ring anfangen, mal sehen, was passiert und machen die Taten weiter. Auf jeden Fall sieht es so aus, als ob wir fast fertig wären mit den letzten Gebieten. Ich glaube, es ist fast die letzte Nebenquest, die nicht, also außer die hier der Feld, die wir noch haben. Gut, dann schauen wir mal, wie es nächstes Mal weitergeht. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Euer Fireball-Ruffy. Ciao, tschüss.